Hallo meine Besten, weiter geht es mit der Pixel Watch. Ich habe das goldene und silberne Gehäuse hier. Daneben gibt es noch eine mattschwarze Farbe, die ich allerdings nicht besitze. Let's go! Erste Lasche und zweite Lasche. Deckel hoch und siehe da, das Unboxing-Erlebnis gleicht einer traditionellen Uhr, denn die Pixel Watch sitzt wie auf einem Kissen. Natürlich ist es kein Kissen, aber es ähnelt dem. Darunter liegt eine Google-Karte, eine Schnellstartanleitung und die Garantiekarte. Zuerst lösen wir das Sportband, danach öffnen wir unseren Pappkissen. Darin befindet sich das Ladeteil sowie ein weiteres Band, das kürzer ist. Und das hier ist der Lieferumfang. Jetzt seht ihr beide Farben nebeneinander und könnt euch entscheiden, welche euch besser gefällt. Schreibt es in die Kommentare, danach kommen wir zur Einrichtung. Na gut, lasst uns die Pixel Watch einrichten. Gleich nachdem ich die Uhr eingeschaltet habe, ploppt ein Fenster auf dem Pixel 7 Pro auf. Dort müssen wir auf Google Play drücken. Und es wird uns die Pixel Watch App angeboten. Das müssen wir installieren und ihr merkt schon, dass jeder Hersteller seine eigene Watch App entwickelt. Jetzt müssen wir die PIN-Nummer bestätigen, den Datenschutzbestimmungen zustimmen und das persönliche Google-Konto anmelden. Alles erledigt, die Anmeldung hat geklappt und wir werden willkommen geheißen. Das war auch für mich die erste Einrichtung einer Google-eigenen Smartwatch. Ich fand den Einrichtungsprozess sehr einfach, muss ich sagen, und reibungslos. Und nun geht es auf dem Smartphone weiter. Uns wird erklärt, wie man die Uhr anlegen soll, an welchem Handgelenk wir sie tragen wollen und wie sie ausgerichtet sein wird. Und auch, wie man die Armbänder wechselt. Denn Google verwendet einen eigenen Mechanismus. Ich bin gespannt, wie gut dieser funktioniert. Das werden wir auch gleich testen. Jetzt kommen wir zur Fitbit-App. Die Fitbit-App ist das Pendant zur S-Health bei Samsung. Damit wird die Fitness getrackt. Das bedeutet natürlich, dass wir ein Fitbit-Konto anlegen müssen, falls noch keins vorhanden sein sollte. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Wir können den Google Assistant einschalten, eine Displaysperre aktivieren, den Google Wallet verwenden sowie Apps zum Installieren aussuchen. Nach einer kurzen Aktualisierung ist die Einrichtung auch abgeschlossen. Die Pixel Watch App öffnet sich und so sieht der Inhalt aus. Ganz oben wird das aktuelle Ziffernblatt angezeigt. Darunter sind Infos zu Verbindungsstatus, des Akkustands und des Tonmodus. Darunter erscheinen Benachrichtigungen. Diese sind übrigens auch oben rechts platziert. Zum Schluss kommen die ganzen Einstellungen. Jetzt sehen wir die aktuelle Version. Ganz wichtig, nach der Installation müsst ihr unbedingt in die Play Store App gehen und die Apps aktualisieren lassen. Das zeige ich euch aber jetzt auch gleich, denn ich wusste es auch nicht und musste erst googeln und euch will ich es natürlich ersparen. Schritt 1. Digitale Krone drücken, wir sehen die App-Übersicht. Mitunter auch die beiden Fitbit-Apps. Aber es fehlt eben die dritte App, also EKG. Schritt 2. Play Store öffnen. Schritt 3. Ganz nach unten scrollen. Dort auf Verwalten klicken und jetzt seht ihr es schon, es stehen viele Updates an. Eben auch für EKG-App von Fitbit. Ja, krass. Die neuen App-Symbole für Google Messages und Telefon sind schon zu sehen. Okay, genug abgeschweift, letzter Schritt. Klickt auf alle aktualisieren und fertig. Das war's. Und eine kurze Zeit später habe ich die EKG-App auch endlich.
Sehr schön. Jetzt zeige ich euch auch noch alle Watchfaces und wähle meinen Favorit. Das Konzentrische ist einfach sowas von genial. Keine Ahnung, wer das designt hat, aber ich bin ihm oder ihr absolut dankbar. Es sieht mega gut aus. Natürlich darf auch ein Größenvergleich zur Apple und Galaxy Watch nicht fehlen. Die Galaxy Watch in 44 mm und die Apple Watch in 45. Macht euch euer eigenes Bild zu der Größe. Ich finde die Pixel Watch etwas zu klein und ich hätte mir wirklich 2 verschiedene Größen gewünscht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nächstes Jahr kommen wird. Und das soll mein Schlusswort gewesen sein. Gebt mir bitte noch ein paar Tage zum Testen, bevor ich mein Review fertigstelle. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es gut. Ciao.